And can you imagine what that attack and their family, that is an example of harassment and bullying. That Harry landed this bombshell. Prinz Harry sorgt seit Jahren für Schlagzeilen. Vom Rücktritt als König bis zu seinen schockierenden Enthüllungen über die Monarchie. Doch gerade als wir dachten, wir hätten schon alles gehört, haben neue Entdeckungen in seinem Privatpalast sogar die königliche Familie schockiert. Was genau wurde gefunden? Und was bedeutet das für die Zukunft von Harry und Meghan? Sie werden die neueste Wendung in dieser königlichen Saga nicht glauben. Sind Sie immer noch ein Fan von Prinz Harry? Kommentieren Sie unten mit Ja oder Nein. Die Tatsache, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex ihr Privatleben im Hintergrund halten und ihren Anhängern nur selten Einblicke in ihr privates Domizil gewähren, ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die Tatsache, dass sie im Jahr 2022 Kameras in ihrem Haus zuließen, um ihr selbstbetiteltes Netflix-Programm Harry und Meghan zu filmen, wurde sehr ausführlich dargestellt. Obwohl das Paar nicht in einer Burg oder einem Palast wohnt, wurde das Haus, das sie in den Vereinigten Staaten haben, so gestaltet, dass es wie ein prächtiges Schloss aussieht. Das Chateau of Riven Rock ist der Name des 11 Millionen Pfund teuren Anwesens in Montecito. Das steinerne Anwesen des Paares ist mit blühendem Efeu bewachsen, der dafür sorgt, dass der Eingang des Hauses ebenso majestätisch wirkt wie der Rest des Anwesens. Dies verleiht dem Haus ein postkartentaugliches Aussehen. Und durch die doppelten Holztüren gelangt man in das Haus, in dem sie wohnen. 2 riesige Töpfe mit eingepflanzten Bäumen, die auf beiden Seiten des Eingangs platziert sind, tragen zu der warmen und einladenden Atmosphäre bei. In einem Interview verriet Meghan, dass sie und Harry sich auf Anhieb in das Haus verliebt haben und dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um dieses Haus zu bekommen. Als Paar, so fügt sie hinzu, erleben sie durch den Einzug in ihr neues Haus ein Gefühl der Gelassenheit und ein neu entdecktes Gefühl der Unabhängigkeit. Zum Familienhaushalt gehören auch ein Weinkeller, eine Spielecke und ein großer Swimmingpool im Freien. Oprah Winfrey und Katy Perry sind 2 der berühmten Persönlichkeiten, die in unmittelbarer Nähe des Königspaares leben. Beide Prominente verbringen häufig Zeit mit dem Königspaar. Es ist möglich, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex ein Anwesen gefunden haben, das es endlich verdient, Könige wie sie zu beherbergen. Aber kann dieses Haus mit der Villa verglichen werden, die sie aus ihrer vorherigen Residenz mitgenommen haben? Das Haus in Kensington. Es gab eine Zeit, in der Prinz Harry und seine Braut Meghan Markle im Kensington Palace im Vereinigten Königreich residierten, bevor sie in die Vereinigten Staaten umzogen. Im Jahr 1605 wurde das Gebäude nach einem Entwurf von Sir George Coppin fertiggestellt. Bei seiner Erbauung war das Gebäude ein jakobinischer Palast mit 2 Stockwerken. Im Jahr 1689 wurde es jedoch von Wilhelm III. Und Maria II. Von England gekauft und in eine offizielle königliche Residenz umgewandelt. Seitdem wurde es von mehreren Monarchen regiert, unter anderem von Königin Anne, Georg I, Georg VI und Königin Victoria und vielen anderen. In den 327 Jahren, die seither vergangen sind, war er der Wohnsitz der Könige. Der Kensington Palace hingegen ist selbst für königliche Personen eine unheimliche Umgebung. Es stimmt, dass nicht alle Menschen, die in diesem Palast lebten, das Glück hatten, ihre Zeit dort zu genießen. Aber die weiblichen Royals hatten es im Kensington Palace am schwersten. Während ihrer Regierungszeit erlebte Königin Anne eine Reihe von Depressionen, da sie mit ihrem Ehemann Prinz Georg von Dänemark 17 Mal schwanger wurde, aber keines ihrer Kinder das Erwachsenenalter erreichte. Infolgedessen erlitt sie mehrere depressive Phasen. Königin Caroline erging es im Vergleich zu ihrer Vorgängerin nicht viel besser. Sie starb während ihrer 9. Schwangerschaft an den Komplikationen eines Nabelbruchs, die zu einer erfolglosen Operation führten. Vor einiger Zeit wurde behauptet, dass verschiedene Bekannte, Adjutanten und Mitarbeiter der verstorbenen Prinzessin Margaret und Prinzessin Diana angegeben haben, dass beide unglücklich waren, als sie im Königshaus lebten. Diese Information wurde von mehreren Personen geäußert. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts befand sich der Palast in einem Zustand des Verfalls. Einmal drohte sogar der Abriss. Doch Königin Victoria kam ihm zu Hilfe, indem sie ankündigte, dass der Palast, in dem sie geboren wurde, nicht abgerissen werden würde, solange sie lebe. Seitdem wurde der Palast in seinen früheren Zustand zurückversetzt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben beschlossen,
Nottingham Cottage, das sich auf dem Gelände des Palastes befindet, nach ihrer Hochzeit zu ihrem ständigen Wohnsitz zu machen, seit Harrys Bruder, Prinz William, und Kate Middleton 2013 aus der Residenz ausgezogen sind, diente das Haus mit 2 Schlafzimmern als Harrys Junggesellenbude. Außerdem war es ursprünglich der Wohnsitz von Lady Jane Fellows, der Schwester von Prinzessin Diana, und ihres Mannes, Sir Robert Fellows, der zuvor als Sekretär der Königin gearbeitet hatte. Es gab eine Zeit, in der der Herzog eine starke Affinität zu seinen unmittelbaren Familienmitgliedern hatte, und es wurde sogar behauptet, dass er eine besondere Verbindung zu seinem Bruder hatte. Andererseits hat der Herzog keine Freude mehr daran, und es wird angenommen, dass sein Verhältnis zu seinen Verwandten angespannt ist. Welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich Harrys Beziehung zu seinen Familienmitgliedern verschlechtert hat? Welcher Faktor könnte für diese Veränderung verantwortlich sein? Eine sauer gewordene Bindung. Auf die Frage nach der besonderen Verbindung zwischen ihm und seinem Bruder erklärte Prinz William, der Prinz von Wales, einmal, dass dies auf die Erfahrungen zurückzuführen sei, die sie nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1997 gemacht hätten. Trotzdem sagte Harry, dass William ihn in einem Streit über seine Heirat mit Meghan Markle, die mehr als 25 Jahre später stattfand, angegriffen hat. Sie sind vielleicht die bekanntesten Brüder der Welt. Und wie viele andere Brüder haben sie im Laufe ihres Lebens Höhen und Tiefen erlebt. Im Jahr 2019 erhob Prinz Harry den Vorwurf, dass Prinz William ihn im Nottingham Cottage, das sich auf dem Gelände des Kensington Palace befindet, angegriffen habe. Ein Jahr nachdem sich ihre Mutter von ihrem Vater, der damals noch Prinz Charles hieß, scheiden ließ, kam sie im August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Als sich der Trauerzug am 6. September 1997 auf den Weg zur Westminster Abbey machte, nahmen die Jungen daran teil, indem sie hinter dem Sarg ihrer Mutter hergingen. Nachdem einige Zeit vergangen war, bezeichnete William das Ereignis als eine der größten Herausforderungen, die er je bewältigt hatte. Und Harry erklärte, dass man keinem jungen Menschen diese Aufgabe zumuten sollte. In den folgenden Jahren schien es, als hätten die Brüder ein gesundes Verhältnis zueinander. William stellte fest, dass sie aufgrund der gemeinsamen Erlebnisse ein besonderes Band hatten. Als Teil des Trauerzuges für Königin Elizabeth, die oft als Königinmutter bezeichnet wird, nahmen die Brüder im April 2002 an einem weiteren Trauerzug teil, diesmal als Mitglied der Prozession. Anschließend würdigten die Prinzen William und Harry ihre Urgroßmutter, die für sie ein Vorbild war. Die Brüder haben sich nie voneinander getrennt. Während der Hochzeit, die im April 2011 stattfand, wurde Harry lächelnd und im Gespräch mit seinem Bruder gesichtet, als Kate zum Altar schritt. Harry stand an der Seite seines Bruders. Es gibt Gerüchte, dass der Herzog von Sussex seinen Bruder zum Schweigen brachte und ihm sagte, er solle warten, bis er Kate sieht, bevor sie zum Altar schreitet. Während seiner Rede als Trauzeuge soll Harry von den Frischvermählten geschwärmt haben, indem er William als idealen Bruder bezeichnete und erklärte, dass er Kate liebe, als wäre sie seine Schwester. 5 Jahre später, im Mai 2016, starteten William und Harry gemeinsam mit Kate die Kampagne Heads Together, die das Stigma bekämpfen soll, das mit dem Bewusstsein für psychische Gesundheit verbunden ist. Die Kampagne arbeitet mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen und versucht, die öffentliche Debatte über psychische Gesundheit zu verändern. In anderen Berichten wird der Beginn der Spaltung zwischen Harry und William auf das Jahr 2016 datiert, als der ältere Bruder seine Besorgnis über die rasante Entwicklung der Beziehung seines jüngeren Bruders zu Meghan äußerte. Robert Lacey, der als historischer Berater für das Netflix-Programm The Crown tätig ist, erklärte, William habe darum gebeten, dass Charles Spencer, Dianas Bruder, sich mit Harry verbindet. Diese Information wurde in sein Buch Battle of Brothers aufgenommen, das im Jahr 2020 erscheinen soll. Lacey erklärte, dass die Intervention von Spencer die Ursache für einen Ausbruch war, der weitaus zerstörerischer war als der zuvor stattgefunden hatte. Allerdings hatte Harry nicht die Absicht, sich zu beruhigen. Allerdings schob er die Verantwortung nicht auf seinen Onkel. Durch sein Verständnis war er in der Lage, die Beweggründe zu erkennen, die den Bruder seiner Mutter zur Hilfeleistung veranlassten. Andererseits war er sehr wütend auf seinen älteren Bruder, da er andere Familienmitglieder in die Debatte einbezogen hatte. Die Beziehung zwischen den beiden hatte bereits erste Anzeichen von Rissen gezeigt. Aber es gab immer noch Menschen, die daran glaubten,
dass sie wiederhergestellt werden könnte. Aus diesem Grund baten sie ihren Vater, König Karl, um Hilfe. Was waren die Ergebnisse? Das Eingreifen eines Königs. Im Mai 2018 haben der Herzog und die Herzogin von Sussex in der St. George Chapel auf Schloss Windsor den Bund fürs Leben geschlossen. George's Chapel, die sich auf Schloss Windsor befindet. Während der Weihnachtszeit 2018 warf Harry seinem Bruder William, dem Herzog von Cambridge, vor, sich nicht ausreichend um Megans Aufnahme in die königliche Familie bemüht zu haben. Dies führte zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Brüdern. Die Tatsache, dass Harry der Meinung war, William tue nicht genug, um Meghan einen roten Teppich zu bieten, teilte er William mit. Zwischen den beiden Brüdern kam es daraufhin zu Unstimmigkeiten, die erst durch das Eingreifen von König Karl beigelegt werden konnten, der William aufforderte, einen Versuch zu unternehmen, das Problem zu lösen. Erst zu diesem Zeitpunkt sprachen die Cambridges eine Einladung an die Sussexes aus, die Weihnachtsferien bei ihnen zu verbringen. In der Dokumentation Harry and Meghan, An African Journey, die auf ITV ausgestrahlt wurde, schien der Herzog von Sussex erst nach einem Jahr zum ersten Mal zu offenbaren, dass die Beziehung zu seinem Bruder nicht besonders gut war. Er sagte, sie seien Brüder und würden es für den Rest ihres Lebens bleiben. Er erklärte auch, dass sie weiterhin Brüder seien, trotz der Tatsache, dass sie in diesem Moment zweifellos in unterschiedliche Richtungen gingen. War er sich sicher, dass er immer für seinen Bruder da sein würde, so wie er sich sicher war, dass sein Bruder immer für ihn da sein würde. Er war davon überzeugt, dass er immer für seinen Bruder da sein würde. Harry fuhr dann fort, dass sie beide so beschäftigt seien, dass sie sich aufgrund ihrer hektischen Zeitpläne nicht mehr so häufig sehen würden wie früher. Er sagte, dass dies daran liege, dass sie beide so beschäftigt seien. Es war klar, dass er ihn weiterhin sehr liebte. Tatsächlich aber erlebten sie wie Brüder sowohl freudige als auch schreckliche Momente. Er wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die meisten Dinge, die in der Presse veröffentlicht wurden, aus dem Nichts erfunden waren. Im Januar des Jahres 2020 kamen der Herzog und die Herzogin von Sussex zu dem Schluss, dass sie ihre Pflichten als leitende königliche Behörden nicht mehr erfüllen würden. Es war notwendig, dass die Brüder eine einheitliche Erklärung veröffentlichten, um auf die Anschuldigungen zu reagieren. William habe Harry gezwungen, die Familie zu verlassen. Der Erklärung zufolge hat eine Zeitung im Vereinigten Königreich einen gefälschten Artikel veröffentlicht, in dem über die Verbindung zwischen dem Herzog von Sussex und dem Herzog von Cambridge spekuliert wurde. Die Publikation war im Vereinigten Königreich angesiedelt. Die Tatsache, dass es direkte Ablehnungen gegeben hatte, spielte dabei keine Rolle. Wie in der Studie festgestellt wurde, war die Verwendung einer derartig harschen Sprache nicht nur beleidigend, sondern hatte auch das Potenzial, Brüdern zu schaden, die sich wirklich über die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der geistigen Gesundheit Gedanken machten. Andererseits verriet die Herzogin von Sussex während ihres Interviews mit Oprah im Jahr 2021, dass sie Selbstmordgedanken hatte, als sie Mitglied der königlichen Familie war, und dass vor der Geburt von Baby Archie Befürchtungen bezüglich seiner Hautfarbe geäußert wurden. Als Sky News Prinz William zu den Rassismusvorwürfen befragte, antwortete er, dass die königliche Familie keine rassistische Vergangenheit habe. Die Beziehung zwischen Harry und seinem Bruder war im Laufe der Geschichte immer wieder von Spannungen geprägt. Und es gibt kaum eine Möglichkeit, die Verbindung zwischen den beiden Brüdern wieder aufleben zu lassen. Was denken Sie über seine Beziehung zu seinem Vater? Ein König und ein Prinz. Die Verbindung zwischen Prinz Harry und seinem Vater, König Charles, die in den vergangenen Jahren etwas angespannt war, wurde durch die Entscheidung von Prinz Harry, im Jahr 2020 von seiner Rolle als hochrangig arbeitender Royal zurückzutreten, neu entfacht. Da das Verhältnis zwischen den beiden seither sehr angespannt ist, scheinen Harry und sein Vater derzeit nicht mehr miteinander zu sprechen. Das Misstrauen, das zwischen dem Herzog von Sussex und seinem Vater bereits besteht, soll sich durch den starken Wunsch des Herzogs, seine Familie, zu der auch seine Frau und seine Kinder gehören, zu schützen, noch verschlimmert haben. Es wurde mehrfach berichtet, dass Harry derzeit nicht in der Lage ist, seinen Vater zu erreichen, wann immer er versucht, ihn anzurufen. Dies ist in fast allen Fällen der Fall. Jedes Mal, wenn er sich bemühte, den König anzurufen, war er nicht in der Lage, dies zu tun. Seine Bemühungen waren stets vergeblich. Es gibt Berichte, die besagen, dass er auch versucht hat, mit jemandem über den Gesundheitszustand des Königs Kontakt aufzunehmen. Aber auch diese Anrufe wurden nicht beantwortet.
Danach erklärten sie, dass Harry sich große Sorgen um die Gesundheit und Sicherheit seiner Frau Meghan und seiner Kinder Archie und Lilibet macht und dass dies einer der Hauptgründe ist, warum er sie nicht ins Vereinigte Königreich zurückgebracht hat. Es wird berichtet, dass der Herzog sich bemühte, mit König Karl in Kontakt zu treten, um ihn um Hilfe zu bitten. Er war der Meinung, dass sein Vater der Einzige sei, der etwas gegen das Problem unternehmen könne, und wollte daher die Meinung seines Vaters in dieser Angelegenheit einholen. Die Belastung, die zwischen Prinz Harry und seinem Vater aufgrund ihrer Verbindung als Vater und Sohn besteht, wurde durch Prinz Harrys Reise nach London zu Ehren des 10. Jahrestages der Invictus Games ans Licht gebracht. Aufgrund der umfangreichen Reiseroute, die seine Majestät geplant hatte, wurde von mehreren Nachrichtenorganisationen behauptet, der König sei sehr beschäftigt und könne sich nicht mit seinem Sohn treffen. Dies war darauf zurückzuführen, dass seine Majestät ein Treffen mit seinem Sohn geplant hatte. Ein Vertreter des Prinzen antwortete daraufhin, dass der Herzog natürlich Verständnis für den Terminkalender seines Vaters und verschiedene andere Verpflichtungen habe und dass er seinen Vater in naher Zukunft treffen wolle. Diese Erklärung wurde als Reaktion auf die vorherige Erklärung abgegeben. Prinz Harry war erst kürzlich von einer Reise ins Vereinigte Königreich zurückgekehrt, wo er dem König einen Besuch abgestattet hatte, nachdem er die erschütternde Nachricht erhalten hatte, dass bei seinem Vater Krebs diagnostiziert worden war. Zuvor war Prinz Harry erst kürzlich von seiner Reise zurückgekehrt. Während seines Aufenthalts in seinem Heimatland, in dem er sich nur 24 Stunden aufhielt, hatte Prinz Harry insgesamt 40 Minuten Zeit, um sich mit König Charles und Königin Camilla zu treffen, so die Behauptungen. Der Herzog von Sussex konnte zum ersten Mal nach der Krönung des Königs im Mai 2023 wieder nach England reisen. Dies war das erste Mal, dass er die Möglichkeit hatte, England zu besuchen. Die Entscheidung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle, ihre Ämter im Jahr 2020 niederzulegen, hat innerhalb der königlichen Familie für große Aufregung gesorgt. Durch den Umzug des Paares in die Vereinigten Staaten scheint der Abstand zwischen Harry und seinem Vater noch größer geworden zu sein, sowohl physisch als auch emotional. Die Kinder von Harry und Meghan haben sehr wenig oder gar keinen Kontakt zu ihren Großeltern, und es wurde angedeutet, dass der König gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen würde. Die Kinder von Harry und Meghan haben diese Beziehung zu ihren Großeltern. Es wird erwartet, dass Prinz Harry irgendwann in der Zukunft die Gelegenheit haben wird, Zeit mit seinen Enkeln zu verbringen, wie eine der königlichen Familie nahestehende Quelle berichtet. Es wäre eine fantastische Erfahrung für alle, vor allem, wenn man bedenkt, dass Charles weiterhin mit seiner Krankheit kämpft. Das wäre wirklich vorteilhaft. Es hat den Anschein, dass das Interview des Herzogs und der Herzogin von Sussex mit Oprah im Jahr 2021 Öl ins Feuer gegossen hat, was ihre Beziehung betrifft, die ohnehin schon ein hohes Maß an Härte ertragen musste. Nach dem Tod seines Großvaters, Prinz Philip, im September 2022 reiste Harry nach Großbritannien, um an der Trauerfeier für seinen Großvater teilzunehmen. Es fand ein Gespräch zwischen ihm, seinem Vater, seinem Bruder und seiner Schwägerin statt, als er sich dort befand. Eine Quelle behauptete, dass Harry, William und Charles sich darauf konzentrierten, eine Art von Frieden und Stabilität innerhalb der Familie zu erreichen. Dies wurde nach dem stattgefundenen Gespräch erwähnt. In den Gesprächen, die sie führten, ging es weniger darum, was passiert war und was bei Oprah gesagt worden war, sondern vielmehr darum, wie es mit ihnen als Familie weitergehen könnte. Dies ist keine einfache Reise, und sie erfordert Geduld und Verständnis von dir. Charles war verärgert über die Art und Weise, in der die privaten Sorgen der Familie und die Familientragödien auf so gefühllose Weise verbreitet wurden, so die Quelle, die weiter behauptete, dass Charles sich der Situation bewusst war. Der Herzog und die Herzogin von Sussex lehnten jedoch das Angebot ab, den Sommer mit dem König auf seinem Landsitz Balmoral zu verbringen, bevor Königin Elizabeth im Jahr 2022 verstarb. Dies war das letzte Mal, dass sie diese Gelegenheit hatten. Vor dem Tod von Königin Elizabeth wurde ihnen die Einladung gewährt. Im Sommer desselben Jahres lud König Charles, damals noch Prinz Charles, Prince von Wales, Harry und Meghan zusammen mit dem Rest der Familie in sein Haus auf dem Landgut Balmoral ein. Diese Einladung wurde ihnen von König Charles ausgesprochen. Falls sie sich dafür entscheiden sollten, stand es ihnen frei, dies zu tun. Obwohl er der Meinung war, dass dies eine gute Gelegenheit für alle wäre, Bilanz zu ziehen und sich zu entspannen, wurde das Angebot abgelehnt.
Dies ist einer Quelle zu entnehmen. Die Veröffentlichung der Dokumentarserie, die Harry und Meghan für Netflix entwickelt haben, sowie des Buches, das Prinz Harry geschrieben hat, mit dem Titel Spare, enthüllte jedoch bestimmte Fakten und Enthüllungen über die königliche Familie, was den König verärgerte. Abgesehen davon, dass er dadurch in eine prekäre Situation mit Königin Camilla geriet, die in die Angelegenheit hineingezogen worden war, war König Charles wütend und entrüstet, weil Harry eine Vielzahl von peinlichen und schädlichen Anschuldigungen erhoben hatte. Königin-Gemahlin Camilla war in die Angelegenheit hineingezogen worden. Sein Vater hingegen war sprachlos, denn Harry hatte so viele schreckliche Bemerkungen und Geständnisse gemacht, dass er nicht wusste, wo er anfangen sollte. Aus der Sicht des Königs ging das zweifellos in mehrfacher Hinsicht über die Grenzen eines akzeptablen Verhaltens hinaus. Er hatte damit gerechnet, dass Harry im Laufe der Zeit ein größeres Mitgefühl für seine Familie entwickeln würde und dass sich der Staub schließlich legen würde. Zumindest hatte er große Erwartungen. Wie bereits erwähnt, reiste Prinz Harry im Mai 2023 tatsächlich zurück ins Vereinigte Königreich, um bei der Krönung seines Vaters dabei zu sein. Im Februar 2024, als bekannt wurde, dass der König an Krebs erkrankt war, unternahm er eine zweite Reise in das Land. Fast unmittelbar nach der Rückkehr von seiner Reise hatte der Herzog einen Auftritt bei Good Morning America, wo er seine Freude und Hingabe für seine Familie zum Ausdruck brachte. Er war sehr dankbar dafür, dass er ein Flugzeug besteigen, seinen Vater besuchen und so viel Zeit mit ihm verbringen konnte, wie er wollte. Er war zufrieden damit, wie die Dinge für ihn liefen. Zwischen dem Vater-Sohn-Duo gab es ein heftiges Hin und Her, und es ist nun ungewiss, ob sich Prinz Harry und König Charles für ihre Beziehung entschuldigen werden oder ob sie auf unbestimmte Zeit weiter angespannt bleiben wird. Das liegt daran, dass es zwischen den beiden viel hin und her gegangen ist. Andererseits hat Harry in der Zwischenzeit einen gesunden Kontakt zur Familie seiner verstorbenen Mutter, der dazu beiträgt, Bindungen aufzubauen. Die Familie der kürzlich verstorbenen Diana, Prinzessin von Wales, stand dem Herzog von Sussex schon immer sehr nahe, und er hat stets eine enge Beziehung zu beiden gepflegt. Er wurde von seiner Mutter, Prinzessin Diana, zusammen mit ihren 3 Geschwistern aufgezogen, ihren älteren Schwestern, Lady Sarah McCorquodale und Lady Jane Fellows, und ihrem jüngeren Bruder, Charles Earl Spencer. Der Vormund des Anwesens Althorp in der Nähe von Northampton ist, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Er wurde von seiner Mutter aufgezogen, um der Beerdigung seines Onkels Lord Robert Fellows beizuwohnen, die im August in Snettisham, Norfolk, stattfand. Unternahm Prinz Harry eine heimliche Reise von den Vereinigten Staaten ins Vereinigte Königreich. Die Beerdigung fand statt, als Lord Robert Fellows zur Ruhe gebettet wurde. An der Beerdigung nahm auch sein Bruder, Prinz William, teil. Als Lord Fellows mit Lady Jane, der Schwester von Diana, verheiratet war, hatte er zuvor als Equerry für den verstorbenen Equerry gearbeitet. Lady Jane war ebenfalls mit Lord Fellows verheiratet. Während seiner Tournee soll Prinz Harry bei seinem Onkel Charles in Althorp übernachtet haben, dem Ort, an dem auch seine Mutter Diana beigesetzt wurde. Diese Information stammt vom People Magazine. Es war auch Harrys Onkel Charles, der seine Mutter Diana beigesetzt hat. Harrys Mutter wurde Diana genannt. Es waren nur noch 3 Tage bis zum 27. Jahrestag von Dianas Todestag, der Anfang August stattfand. Und die Beerdigung von Lord Fellows fand an diesem Tag statt. Bei einem Autounfall 1997 in Paris kam die Prinzessin ums Leben und wurde auf einer Insel in der Mitte des Oval Lake von Althorp beigesetzt, die von allen Seiten mit Bäumen bewachsen war. Charles, der Onkel von William und Harry, gehörte zu den Verwandten, die seine jungen Neffen auf ihrem Weg durch den Trauerzug bei der Beerdigung ihrer Mutter anfeuerten. Charles war einer der Verwandten, die dabei standen. Die Grabrede, die der Earl of Essex hielt, war während der gesamten Zeremonie von großer Rührung geprägt. William und Harry wurden von der Familie Spencer während ihres gesamten Lebens unermüdlich unterstützt. Bei der Gedenkfeier, die im Mai anlässlich des 10. Jahrestags der Teilnahme von Prinz Harry an den Invictus Games stattfand, waren sein Onkel Charles, seine Tante Lady Jane und seine Cousins George McCorquodale, Ned Spencer und Louis Spencer, Viscount Althorp, anwesend. Allerdings waren keine hochrangigen Mitglieder des Königshauses bei der Zeremonie anwesend. Die herzliche Beziehung des Herzogs zu seinen Tanten und Onkeln wurde deutlich,
als der Herzog und William im Juli 2021 zu Ehren des 60. Geburtstags ihrer Mutter ein Denkmal für Diana in den Gärten des Kensington Palace errichteten. Das Denkmal war die Art und Weise, wie der Herzog seine Mutter würdigte. Ein weiteres Mitglied der Familie Spencer war bei der königlichen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Jahr 2018 anwesend, wo Lady Jane Spencer ausgewählt wurde, um während der Zeremonie eine Lesung zu halten. Die Hochzeit fand im Vereinigten Königreich statt. Außerdem waren seine Tanten, Lady Sarah und Lady Jane, bei der Taufe von Prinz Archie anwesend, die im Juli 2019 in Windsor stattfand. Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde ein offizielles Bild von ihnen aufgenommen, auf dem sie auch zu sehen sind. Darüber hinaus brachte der Herzog von Cambridge seine Frau Meghan mit, als er Charles in Althorp besuchte. Im Nachwort von Harrys Buch Spare, das im Januar 2023 veröffentlicht wurde, erinnert er sich an den bewegenden Moment, als er Meghan zum Grab seiner Mutter begleitete, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Als Harry und Meghan in ein Boot stiegen, um auf die Privatinsel des Anwesens zu fahren, schrieb Harry, dass sein Onkel Charles ans Ufer trat und den beiden einen kleinen Schubs gab. Dies geschah, als Harry und Meghan in das Boot stiegen. Er beschrieb die Zeit, als sie in das Boot stiegen. Nachdem sie sich von ihm und seinen beiden Tanten verabschiedet hatten, gaben sie an, dass sie bald wiedersehen würden. Sie fügten auch hinzu, dass sie wiedersehen würden. Während er über den Teich schwebte, nahm er den Anblick der hügeligen Felder und alten Bäume von Althorp in sich auf. Die Hunderte von Hektar schönen Landes, auf denen seine Mutter ihre Jugend verbracht hatte und wo sie trotz der Tatsache, dass die Bedingungen nicht perfekt waren, eine flüchtige Gelassenheit genossen hatte. Er wurde in die Zeit zurückversetzt, in der seine Mutter ihre Kindheit verbracht hatte. Obwohl seine Mutter vor mehr als 20 Jahren verstorben ist, zollt Prinz Harry seiner Mutter auch heute noch Respekt und Aufmerksamkeit. Und das, obwohl seine Mutter ebenfalls verstorben ist. Inwieweit bemüht er sich jedoch, ihr Erbe fortzuführen? Ein Erbe tragen. In einer Erklärung zum 40-jährigen Bestehen des Terence Higgins Trust, einer Wohltätigkeitsorganisation für sexuelle Gesundheit, betonte der Herzog von Sussex, dass der Kampf gegen HIV ein wichtiger Teil des Vermächtnisses seiner Mutter sei. In der Erklärung wurde auch die Tatsache erwähnt, dass die Wohltätigkeitsorganisation seit 40 Jahren besteht. In seiner Rede betonte Prinz Harry, dass er die Arbeit, die seine Mutter, Diana, Prinzessin von Wales, begonnen hatte, gerne fortsetzen möchte. Er erinnerte an die Anstrengungen, die seine Mutter unternommen hatte, um das Bewusstsein für die Problematik zu schärfen, und reflektierte diese Bemühungen. Inmitten einer erschreckenden Situation erklärte er, dass die Prinzessin Mitgefühl für Menschen gezeigt habe, die an HIV leiden. Auf dem Höhepunkt der Epidemie besuchte sie Menschen, die mit HIV leben, und über diese Besuche wurde viel berichtet. In einem Brief an die Wohltätigkeitsorganisation teilte Prinz Harry mit, dass seine Mutter, wie viele andere Menschen auch, in einer Welt aufgewachsen war, in der HIV höchstwahrscheinlich ein Todesurteil bedeutete. Dennoch hat sie inmitten all dieser Ungewissheit mit Empathie gelebt, die Menschlichkeit in allen Menschen um sie herum erkannt und die Kraft der Verbundenheit im Angesicht der Angst gezeigt, wie er schrieb. Prinz Harry bemerkte, dass das Ziel darin bestehe, der Übertragung von HIV ein Ende zu setzen, und betonte gleichzeitig die Notwendigkeit von Tests und die Beseitigung des mit HIV verbundenen Stigmas. Obwohl in den letzten 4 Jahrzehnten erhebliche Fortschritte erzielt wurden, betonte der Prinz, dass man jetzt nicht nachlassen dürfe und die Mission zu Ende bringen müsse. Er sagte dies trotz der Tatsache, dass in den letzten 4 Jahrzehnten enorme Erfolge erzielt wurden. Die Bemerkung stammt von Prinzessin Diana aus dem Jahr 1967, als sie die spezialisierte HIV-AIDS-Einheit in London ins Leben rief, die sich im Vereinigten Königreich befindet. In ihrer Erklärung betonte sie, dass HIV niemanden gefährlich mache. Im selben Moment, in dem sie umarmen, könnten sie ihnen auch die Hand geben. 1997 wurde die Mutter von Prinz Harry bei einem Autounfall in Paris ermordet. Zu diesem Zeitpunkt war Prinz Harry gerade 12 Jahre alt. Unmittelbar nach dem Tod seiner Mutter schrieb er ein Buch mit dem Titel Spare, in dem er seine intensiven Gefühle der unbewältigten Enttäuschung zum Ausdruck brachte. Während einer Online-Interaktion mit Prinz Harry äußerte eine Traumaspezialistin seine Befürchtung, dass er durch die Behandlung das Gefühl für seine Mutter sowie alle anderen Erinnerungen, die er an seine Mutter bewahren konnte,
verlieren könnte. Sie drückte auch seine Sorge aus, dass er alle anderen Erinnerungen an seine Mutter verlieren könnte, die er hatte bewahren können. Der Prinz von Wales bemerkte, dass er sich in seiner Kindheit immer ein wenig anders gefühlt habe als der Rest seiner Familie, und er sei sich bewusst, dass seine Mutter die gleichen Gedanken hatte. Er fügte hinzu, dass er sich schon immer anders gefühlt habe als der Rest seiner Familie, indem er weiterhin humanitäre Organisationen auf der ganzen Welt fördert und sicherstellt, dass er weiterhin all das respektiert, wofür seine Mutter stand. Ehrt Prinz Harry weiterhin das Vermächtnis, das seine Mutter mit seinen Taten hinterlassen hat. Der Herzog von Sussex besitzt eine Eigenschaft, die wirklich wunderbar ist. Und das ist eine der Eigenschaften, die er besitzt. Ob man ihn liebt oder hasst, die Reise von Prinz Harry ist noch lange nicht zu Ende. Doch diese jüngste Entdeckung wirft ernste Fragen auf. Macht er wirklich weiter? Oder wird er immer noch von seiner Vergangenheit verfolgt? Was halten Sie davon? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn Sie königliche Neuigkeiten, schockierende Entdeckungen und Hollywood-Geheimnisse lieben, vergessen Sie nicht, die Seite zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.